Moin aus dem Wunderland. In ein paar Tagen ist ja Silvester und wir wollen die Party auch mit auf unsere Anlage bringen. Daher baue ich eine Bühne, auf der ganz doll gefeiert wird, und da nehme ich euch einmal mit. Die Bühne, die ich baue, ist nicht nur irgendeine Bühne, sondern die ZDF-Silvesterbühne, die im Hamburger Hafen liegen wird. Und da das sehr gut zu unserem Hamburg-Abschnitt passt, haben wir uns überlegt, die setzen wir neben unsere Elfi. Da die Bühne vom ZDF natürlich sehr groß ist und wir einmal schauen müssen, okay, wie können wir das Ganze umsetzen, habe ich mir dazu ein paar Gedanken gemacht. Das ist sozusagen mein Grundriss der Bühne. Da habe ich geschaut, was ist mir wichtig, was möchte ich auf jeden Fall darstellen. Wir haben vom ZDF natürlich auch Pläne von der Seebühne bekommen. Hier sind viele Container links und rechts mit der Leinwand, in der Mitte die Hauptbühne. Da habe ich mir gedacht, um auch wirklich den Platz nutzen zu können, den wir haben, muss ich auf ein paar Sachen verzichten. Das heißt, ich habe meine Bühne ein bisschen kleiner gemacht. Ich habe auf ein paar Container verzichtet. Wichtig war mir allerdings, dass wir auf dieser Seite und auf dieser Seite diesen kleinen Aufstieg haben, wo die Moderatoren oder Gäste raufgehen können. Ich habe jetzt die Silvesterbühne von Jackie bekommen und ich bin jetzt einmal dafür zuständig, dass da eine schöne Beleuchtung reinkommt. Und dazu schnappe ich mir jetzt ein paar LEDs. Wir haben hier ja auch unsere schöne Bühnentechnik, so kleine Dinger. Das ist ein Bühnentechnikstrahler, ein kleiner Spot. Hier oben kommen 4 insgesamt hin von 4 Spots. Da mache ich hier außen einen hin, hier mittig und hier. Waren jetzt 5. Die einzige Besonderheit dieses Mal ist, dass das in der Anlage stehen wird, aber batteriebetrieben sein wird, weil es ja nur eine kleine vorübergehende mit Einpflegung in die Anlage ist und das auf eine Wasserfläche kommt, und wir in dieser Wasserfläche nicht für immer eine kleine Öffnung haben wollen, beziehungsweise ein Loch. Da muss ich einmal versuchen, das hier durchzustecken. Das ging besser als erwartet. Das kennt ihr bestimmt von anderen Videos schon. Desto höher der Widerstand, desto dunkler die LED. Man sieht jetzt dank der Beleuchtung, die ich hier zum Drehen brauche, nicht. Genau. Im Grunde machen die einen schönen Lichtpunkt, den ich jetzt hier so erkennen kann. Aber es dürfte passen. Dann hängt das erstmal so. Jetzt kann man sich das schon in etwa vorstellen, wie das am Schluss irgendwie mal aussieht, wenn hier so 4 von denen runterhängen. Jo, die Bühne leuchtet. Jackie macht jetzt noch die Figuren, die dann auf der Bühne auftreten werden. Und dann geht die Bühne in die Anlage. Leute, Jackie ist schon im Urlaub. Deswegen mache ich das jetzt mal schnell. Ich habe gerade von Theresa schon mal diese richtig coolen 3 Figuren bekommen. Das ist einmal die Andrea Kiewel, der Johannes B. Kerner und Peter Tschentscher. Und die setzen wir jetzt einfach mal auf der Bühne ein. Dauert jetzt natürlich immer einen Moment, weil es kein Sekundenkleber ist. Ich nehme in dem Fall jetzt gerade den Uhu Plastikkleber, weil wir hier eine schwarze Bühne haben und der Sekundenkleber manchmal so weiß ausdünstet, und dann haben wir hier so Schlieren um die Füße, und das würde ich gern vermeiden in dem Fall. Das sieht doch schon mal ganz gut aus.
Genau, jetzt ist die Bühne auf jeden Fall noch ein bisschen leer. Deswegen habe ich mir schon noch mal hier ein paar weitere Figuren rausgesucht. Und wir haben auch noch eine Band. Da wollen wir jetzt mal ein bisschen gucken, dass wir noch ein bisschen Leben auf die Bühne kriegen. Oh, ganz ehrlich, das ist nicht ideal mit dem Kleber, aber... Meine Fresse. Der Saxophonspieler hat schon einen Durst getrunken, wie es aussieht. So. Gut, weil das gefällt mir jetzt schon mal deutlich besser. Und unsere 3 Hauptmoderatorinnen und Moderatorinnen, die sind ja eher ein bisschen festlich schwarz gekleidet. Und jetzt haben wir schon mal ein bisschen Farbe hier drin. Und jetzt habe ich mir noch mal ein paar mehr Figuren hier rausgesucht. Würde ich sagen, die verteilen wir jetzt auch mal so ein bisschen hier drumherum auf der Bühne. Und dann sieht das nachher aus, als wenn wir hier das große Finale haben. Ja, kurz vor 12, alle kommen nochmal auf die Bühne. Also mir gefällt es jetzt schon richtig gut. Da ist ein bisschen was los auf der Bühne, ist bunt. Ich klebe jetzt die letzten beiden Figuren noch mal hin und dann sind wir durch. Und ich muss übrigens gestehen, dass ich zwischendurch dann doch auf Sekundenkleber gewechselt bin, weil das mit dieser lackierten Oberfläche einfach nicht funktioniert hat. Ach, den finde ich toll. Der sieht ein bisschen aus, als hätte er schon einen im Tüdel. Aber es ist auch Silvester, ne? Da darf man mal. So, wir sind jetzt oben angekommen in unserem Hamburg-Abschnitt, denn dieses Jahr findet die ZDF Silvesterparty das erste Mal nicht in Berlin, sondern in Hamburg statt. Und wir sind jetzt an dem Platz für den Ponton angekommen. Der wird hier bei uns vor der Elbphilharmonie stehen, so bis irgendwann nach Silvester. Und ihr bleibt auf jeden Fall jetzt noch dran, denn wir zeigen euch jetzt noch unseren Rückblick aufs Jahr 2025. Und wir sehen uns im nächsten Jahr. Guten Rutsch, bleibt gesund. Bis dann. Folgen Gerrit-Tagung. Bock, sauber. 51 plus 17 sind 68. Das wäre zu einfach. Das wäre zu einfach. Wie lang ist euer Tape? Die 1800 Gäste sind natürlich auch noch eingeladen. Okay. Gut. Wir wollen mich fabeln, oder? Habe ich nicht erwischt, Bruder. Das sieht sehr gut aus. Jawohl! 100. So, wir sind umgezogen an den Flughafen, weil auch hier gibt es was Neues. Es gibt die ersten, in echt wirklich, die ersten Flugfeldlöschfahrzeuge in voll elektrisch. Selbst da kehrt die Zukunft langsam ein. Als wir das hier vor 10 Jahren gebaut haben, dachten wir, wir bauen eine riesengroße Garderobe, 7 Eintrittskasten, dahinter der Warteraum, das reicht für die Ewigkeit. Dann haben wir irgendwann einen Brückenschlag gemacht, Rio de Janeiro, und es ist dementsprechend alles schon wieder zu klein geworden. Vielleicht als kurzen Rückblick. Wir haben Ende Oktober nach den Herbstferien angefangen, alles hier in der Mitte des Wunderlandes rauszureißen und hatten den großen Wunsch, die liebevollen Geschichten von oben hier auch ins Bistro und in die Gastronomie zu bringen. Die Hauptbahn 0 ist eine der ältesten Bahnen im Wunderland. Haben wir gebaut, ich glaube im Februar, März 2001, wenn ich mich nicht ganz irre. Die große Brücke hier rüber zwischen dem Wendel und dem Rest der Anlage, die mussten wir komplett rausnehmen. Wer mich ja auch kennt, der weiß, also wenn wir das anfangen, dann machen wir das auch so, dass es dann wirklich langfristig auch sauber funktionieren wird. Dass es hier nicht irgendwie langweilig wird, sondern den Wendel auch einfach schön beleuchten. Und das werden wir jetzt gleich sehen, das wird in den nächsten Sekunden passieren. Da haben wir nämlich einmal ein Kreiseln. Das müsste jetzt gleich losgehen. Und danach haben wir noch ein, genau, da ist es nämlich einmal. Jetzt kreiselt das hier für ein paar Sekunden. Jetzt habe ich das Wort schon wieder vergessen, weil ich ein total du schneidest das rein. Elektronik und Hexerei. Erschreckende Parallelen. Verrückt. Es schwimmt, Leute. Es schwimmt. Sieht tatsächlich viel besser aus, als ich dachte. Ich dachte, jetzt liegt es zu tief im Wasser. 30.000 Liter Wasser
auf ca. 85 Quadratmeter verteilt. Und das Schiff ist genauso alt wie die Story über die vollautomatische Schiffssteuerung. Wird es vielleicht nie geben. Wollen tun wir das, wir wissen halt nur noch nicht wann. Ich habe viel geklettert in meinem Leben und bin auch schon auf 50 hochgefahren. Ich sehe eine gewisse Unruhe in seinem Gesicht. Ja, aber tatsächlich. guck mal hier, das ist tatsächlich so. Du kannst da schnell eine Materialprüfung machen. Guck mal, es ist alles stabil. Es wird halt 65 aber jetzt. Danke dir, das Ding. Dankeschön. Bitteschön. Mein aktuelles Projekt ist die Burg bzw. das Schloss Liechtenstein. Mittlerweile sieht man hier, dass er schon viel weiter geworden ist. In der Zeit sind natürlich ein paar Wochen und ein paar Arbeitstage vergangen. Und er hat fleißig an dem Schloss weitergearbeitet, hat die Gebäude zusammengebaut. An dieser Stelle jetzt gab es einen Rauchalarm. Und das ist mit Abstand das aufwendigste Fahrzeug, was ich hier je gebaut habe. Beim Cola Truck waren es ja 560. Bei dem sind es 638. Jawohl! Es ist gar nicht so einfach, in welchem Maßstab wir die Achterbahn bauen werden. Je größer wir den Maßstab machen, desto größer die Wahrscheinlichkeit, glauben wir zumindest, dass es funktionieren wird. Je kleiner der Maßstab, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding überhaupt auf unsere Anlage passt. Eigentlich fährt er noch. Eigentlich fährt er noch, ja. Warum ist er denn angehalten? Weil er nicht wieder losgefahren ist. Oh. Aber wie frei. Oh, hier, Franz. 24.999.999. Bitte weitergehen. Noch. Dankeschön. Und da haben wir den 25 Millionsten Gast. Herzlich willkommen. Wusstest du, dass heute der 25? Nein, okay. Okay, nice, but it looks shitty. We have over 6 square meters, 2 by 3 meters, and we have a jump of water of 80 centimeters. Und da kommen ganz viele Nasenbären. Wir bauen in der Atacama-Wüste eine alte, verlassene Salpeterfabrik, die da auch wirklich noch steht und vor sich hin rostet. Ah ja, die Blasen, es kocht noch, es leuchtet schön, sieht schön giftig aus. The tricky part about this scene is that the bow will be like kind of in this position. Genauso haben wir von den RGBs unterschiedliche Farbtöne, die angesteuert werden, dass wir so ein kleines, schönes Bild zwischen Rot, Gelb und Orange bekommen können. Was man jetzt sehr schön sehen kann, ist, dass das Fahrzeug zu langsam ist und sich eher hier rausdrückt aus der Kurve. Bergab hat irgendwie mehr Spaß gemacht. Bah! Bah! Das ist doch geil. Das bauen wir irgendwo ein. Nein. Wollen wir Licht wieder anmachen? Bislang habe ich das alles nachgebaut und erlebe jetzt das Original. Ja. Du hast bei uns mittlerweile 312 Mal das Rennen gewonnen im Miniatur Wunderland, das kleine Rennen in dieser Saison schon. Und vielleicht erlebe ich ja an diesem Wochenende deinen ersten Heimsieg, ne? Weil man ja den Rekord des schnellsten Zuges der Welt eigentlich sowieso schon inne hatte, machen wir es doch offiziell und erreichen 406,9 km/h. So, hier sind wir jetzt in Hamburg am Feuerwerk. Und dadurch, dass das nur nachts gedrückt werden kann, werden das wahrscheinlich die wenigsten von euch finden.
Und deswegen ist der auf Platz 1 gelandet, der am wenigsten gedrückten Knopfdruckaktionen mit sage und schreibe 8.228 Auslösungen im Jahr. Das ist relativ wenig. Shoot